Zu dem noch attraktiveren Design des neuen Audi 80 wurde eine Vielzahl technischer Detaillösungen realisiert. Die ähnliche Audi-typische Frontgestaltung sowie heruntergezogene Front- und Heckschürzen mit formschlüssig integrierten Front- und Heckleuchten verleihen diesem Produkt eine kompakte und dynamische Ausstrahlung. Sauber modellierte Radausschnitte, einheitlich 15 Zoll Räder, die außenbündig zur Karosserie abschließen, steigern den Ausdruck von Kraft und Eleganz. Alle Quattro- und frontgetriebenen Modelle erhielten völlig neue Hinterachskonstruktionen. Gleichzeitig wurde der Radstand um 65 mm vergrößert. Die Basisbereifung der Dimension 195/65/15 gewährleistet guten Abrollkomfort und eine sichere Kraftübertragung. Neben der Radstandsänderung wurde die Spur vorn 38 mm und hinten 39 mm breiter. Neu für den Audi 80 ist das Angebot eines Sechszylindermotors. Dieser V6-Motor mit 2,8 Liter Hubraum wurde erstmals im Audi 100 vorgestellt. Leistet 128 kW gleich 174 PS. Seine Zylinderanordnung im Winkel von 90 Grad sorgt für hohe Kultur. Durch seine kompakte Bauart ist er mit 160 Kilo der zurzeit kürzeste und leichteste Motor seiner Hubraumklasse. Seine moderne konstruktive Auslegung, zum Beispiel mit einem Schaltsaugrohr, vollelektronisch sequenzieller Einspritzung MPI, zwei getrennten Lambda-Regelkreisen, sogenannten Schmetterlingskatalysatoren, Zylinder selektiver Zündung, ruhender Hochspannungsverteilung sowie kennfeldgesteuerter Abgasrückführung bietet dieses Triebwerk fülliges Drehmoment und hohe Leistungsentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich. Die Verwendung dieser Komponenten gewährleistet ein sauberes Abgas. Seine Fahrleistungen: Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde 8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 220 km pro Stunde. Neben dieser Top-Motorisierung werden auch die bewährten Vierzylindermotoren, ein Fünfzylindermotor sowie zwei Dieselmotoren zur Verfügung stehen. Zunächst die Vierzylinder-Otto-Motoren. Aus 2 Liter Hubraum stehen je nach Motorsteuerung 3 Leistungsvarianten zur Auswahl. Dieser 2-Liter-Motor leistet 66 kW gleich 90 PS. Die Gemischaufbereitung und Zündungssteuerung übernimmt die bekannte Monomotronik. Dieser 2-Liter-Motor leistet 85 kW gleich 115 PS. Seine Motorsteuerung übernimmt die VW-eigene Entwicklung DigiFant. Ausgerüstet mit 4-Ventil-Technik und durch KE-Motronik gesteuert, leistet dieser 2-Liter-Motor 101 kW, gleich 137 PS. Mit diesem 2,3 Liter 5-Zylinder steht ein ausgereiftes Triebwerk zur Verfügung. Es leistet 98 kW, gleich 133 PS. Seine Motorsteuerung übernimmt die 1986 erstmals vorgestellte KE3 Jetronic. Besonders wirtschaftlich präsentieren sich beide völlig neu entwickelten und turbo aufgeladenen Dieselmotoren. Sie leisten hubraumgleich jeweils aus 1,9 Liter entweder 55 kW gleich 75 PS oder mit direkter Einspritzung 66 kW gleich 90 PS. Beide Motoren unterschreiten jetzt bereits die Emissionsgrenzwerte, die europaweit erst ab 1993 eingeführt werden. So zum Beispiel die 55 kW Dieselversion. Komponenten wie Abgasrückführung, Katalysator und niedrige Verbrauchswerte garantieren geringe Schadstoffmengen.
Neben guten Fahrleistungen stand zusätzlich hohe Wirtschaftlichkeit bei der Entwicklung eines 66 kW Turbo aufgeladenen Dieselmotors mit Direkteinspritzung im Vordergrund. Gegenüber herkömmlichen Pkw-Dieselmotoren, beispielsweise mit Wirbelkammerverfahren, ergeben sich hier spezifische Verbrauchsvorteile von bis zu 20%. Die Verbrauchswerte im Einzelnen: bei konstant 90 km pro Stunde 3,8 Liter, bei konstant 120 km pro Stunde 5,2 Liter und im Stadtzyklus 6,2 Liter. Eine komplett überarbeitete Karosserie sowie neue Motorlagerungen sorgen zusammen mit den vom Computer ermittelten Maßnahmen zur akustischen Verbesserung für eine deutliche Absenkung des Innengeräuschniveaus. So ergibt sich bei einer Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde ein Messwert von 72 dBA. Neben gesteigertem Komfort ist die Karosserie spürbar steifer geworden. Dadurch bietet sie ein kompaktes und stabiles Fahrerlebnis. Dafür sorgt auch das 15 Zoll Fahrwerk. Hier kommen die Vorderachse des Audi Coupé in optimierter Ausführung sowie je nach Antriebskonzept zwei völlig neu entwickelte Hinterachsen zum Einsatz. Fast schon skulpturhaft die neuen Kraftstoffbehälter. Moderne Fertigungstechnik ermöglicht hier eine platzsparende Anpassung an den zerklüfteten Unterboden des Fahrzeugs. Im Zusammenwirken einer neuen Karosserie-Bodengruppe, neuer Kraftstoffbehälter und Hinterachsenkonstruktionen konnte ein besonderer Kundenwunsch realisiert werden. Der Kofferraum wurde eben und glattflächig gestaltet. Außen liegende Federbeinaufnahmen sorgen für noch bessere Beladbarkeit. Serienmäßig 2/3 zu 1/3 umklappbare Rücksitzlehnen gestalten den Kofferraum variabel. So ergibt sich eine Durchladebreite von 1 Meter. Durch diese variable Gestaltung des Kofferraumes steigt so das mögliche Ladevolumen nach VDA auf 712 Liter. Im Bereich der passiven Sicherheit bietet der neue Audi 80 ebenfalls Besonderheiten. Die Sicherheitszelle wurde im Hinblick auf Stabilität beim Seitenaufprall im Türenbereich, beim Frontaufprall und auch beim Fahrzeugüberschlag weiterentwickelt. Insbesondere wurden zusätzliche Längs- und Querträger sowie Knoten- und Querschnittsoptimierungen realisiert. Darüber hinaus wurden alle 4 Türen mit Aufprallträgern aus einer hochfesten Aluminiumlegierung verstärkt. Sogenannte Crashfugen an den Türen wirken einem Türverklemmen selbst bei größeren Karosserieverformungen entgegen. Der Kraftstoff ist im Bereich der Hinterachse angeordnet, dadurch wird eine hohe Aufprallsicherheit erzielt. Neben umfassenden Maßnahmen ist hervorzuheben, dass das von Audi entwickelte Sicherheitssystem Pro-Conten nun zur serienmäßigen Ausstattung zählt. Seine Funktion ist ebenso einfach wie zuverlässig. Bei einem Aufprall wird das Lenkrad vom Fahrer weggezogen. Gleichzeitig werden die vorderen Sitzgurte gestrafft. Ein Lenkrad-Airbag als Sonderausstattung zusammen mit Pro-Conten stellt zurzeit die wirksamste Sicherheitskombination dar. Neben Preis und Produktionstechnik ist es vor allem die Qualität, die den Markterfolg eines Produktes bestimmt. Qualitätssicherung ist bei uns ein nie abreißender Prozess, wie zum Beispiel hier der Schiebedachtest. Die Dauererprobung der Türmechanik oder die Wasserdichtigkeit. Neben den qualitätssichernden Maßnahmen im Ablauf der Herstellung ist die Wahl der Verfahren und Werkstoffe Grundlage des hohen Qualitätsniveaus bei Audi. Auch für diese.
Den neuen Audi 80.